Teil 4 unseres Videotutorials DSP richtig einmessen mit unseren neuen Funktionen in der Software, in der GUI. Heute geht es darum, die einzelnen Lautsprecher, die wir ja gestern schon mal in die richtige Richtung gebracht haben und die jetzt auch zeitrichtig spielen, zu einem System zusammenzuschweißen, was stimmig in sich spielt. Dabei ist ganz wichtig die Phase. Bleibt dran, es geht sofort los. So, einmal ganz kurz, was ist bisher passiert? Unsere Ausgangsfilter sind eingestellt, dass die Lautsprecher schon mal entlang der Referenzkurve den Frequenzgang spielen. Wir haben das Time Delay eingestellt und die einzelnen Lautsprecher an sich, machen wir mal eben drei Messungen. Hier ist schon mal wieder alles eingestellt, den Sinus Sweep minus 30 dB, also alles identisch, wie wir es gestern verlassen haben. Ich mache mal eine Messung nur Frontsystem beide Seiten. So, die Messung läuft. Auch hier wieder, was mich interessiert, ist die Summe. Liegt schon mal annähernd an der Referenzkurve. Das sieht gut aus. So, jetzt hole ich mir die 20er Tieftöner in die Tür dazu. Auch eine Einzelmessung, auch die haben wir gestern schon angepasst. Auch die liegen annähernd an der Referenzkurve. Und ich habe ja auch noch einen Subwoofer im Spiel. Der ist da. Das ist ein kleiner 20 cm Downfire-Zwerg. Das ist also kein Tiefbassmonster, aber er ergänzt das ganze System doch ganz gut nach unten. So, worum geht es jetzt? Phase. Was ist die Phase? Die Phase ist ein Zeitfehler in Abhängigkeit der Frequenz, tritt bei jedem Lautsprecher auf. Der Lautsprecher hat über den Frequenzgang einen sogenannten Phasengang. Das heißt, selbst wenn die Lautsprecher Zeit richtig von der Laufzeitkorrektur spielen, ist es nicht 100% gegeben, dass wirklich die Schallwellen an den Punkten, wo mehrere Lautsprecher gleichzeitig spielen, wie zum Beispiel hier im Bereich 300 Hertz. Ich habe die Frequenzweichen so eingestellt, dass hier bei diesen 300 Hertz der Schnittpunkt der beiden Einzellautsprecher, also Tieftöner und Mittelhochtoneinheit, der Schnittpunkt liegt etwa 6 dB tiefer als die Einzelfrequenzgänge. Hat den ganz einfachen Hintergrund. An diesem Punkt spielen ja beide Lautsprecher noch, der Tieftöner und die Mittelhochtoneinheit. Und wenn beide an diesem Punkt 6 dB leiser spielen, dann ergänzt sich das später ideal zu einer geraden Linie. Das heißt, an dieser Position ergänzt sich das zu plus 6 dB und der Frequenzgang sollte sich hier auch anhand dieser Referenzkurve bewegen. Das gleiche Spiel beim Subwoofer. Auch hier liegt der Schnittpunkt, die Trennfrequenz minus 6 dB liegt halt ziemlich genau 6 dB unter den Einzelfrequenzgängen. So, in der Theorie sollte sich also hier sollten die Lautsprecher sich ergänzen und der Gesamtfrequenzgang sich anhand dieser Referenzkurve wieder orientieren. Jetzt mache ich mal alle Lautsprecher an. Und mache eine Messung über den kompletten Frequenzgang. Und dann sehe ich, das ist teilweise gegeben. Einmal löschen und neu zeichnen. In der Summe ist der Frequenzgang allerdings buckeliger als die Einzelfrequenzgänge. Das passt nicht zu 100%. Und hier im Bassbereich, beim Subwoofer, habe ich sogar eine Auslöschung beziehungsweise eine ordentliche Senke reinbekommen im Bereich 75 Hertz.
So, woran liegt das? Die Lautsprecher spielen doch nun mal an diesem Punkt, beide mit minus 6 dB, da muss doch dann am Ende eine Summe von plus 12 dB rauskommen. Ja, aber nur, wenn die Phasen gleich spielen, Phasen richtig spielen. Das heißt, wenn von beiden Lautsprechern der Wellenberg aufeinander trifft. Wenn ein Lautsprecher verdreht ist in der Phase, das heißt das Wellenhoch trifft auf ein Wellentief oder irgendwo dazwischen, dann stimmt diese Addition 6 dB halt nicht. Diese Addition passt nur, wenn die Lautsprecher phasengleich spielen. Das ist zum einen für den Frequenzgang wichtig. Ihr seht es hier, der ist schon wieder unsauberer geworden, weil Phasenfehler drin sind, weil die Addition einfach nicht passt. Zum anderen ist das Ohr sehr, sehr empfindlich gegen relative Phasenverschiebungen. Das heißt, wenn ich zwei Schallquellen habe, die nicht phasengleich spielen, dann höre ich die einzelnen Lautsprecher relativ leicht raus, weil das Ohr irritiert ist und das System halt nicht aus einem Guss, wie ein Lautsprecher spielt, am Ohr ankommt, sondern das Ohr ist irritiert und merkt oder ortet die einzelnen Schallquellen. Und damit wird es ziemlich schwer, eine wirklich authentische Bühne hinzubekommen und eine authentische Abbildung. So, genau diese Phasenmessung, dieses Angleichen der Lautsprecher an den neuralgischen Punkten, da wo es wichtig ist, genau diese Phasenmessung und Einstellung übernimmt ab sofort euer DSP für euch. Ich sichere hier einmal kurz den ursprünglichen Frequenzgang. So. Den schiebe ich einfach mal ein bisschen auf Seite. Den haben wir gesichert. Damit kann man später vergleichen, vorher, nachher. Das Hörerlebnis natürlich nicht, aber alleine am Frequenzgang wird man den Effekt sehen. So, wie ist das Vorgehen? Relativ einfach. Als erstes muss ich mal die wirklichen realen Trennfrequenzen ermitteln. Die weichen immer ab von den eingestellten Trennfrequenzen. Ich habe hier zum Beispiel meine Mittelhochtoneinheit, habe ich getrennt bei 250 Hertz 18 dB. Ähnlich den Frontsub 250 Hertz 18 dB. So, jetzt kommt hier aber das Equalizing, die Filter mit rein, was wir gestern gemacht haben. Das heißt, ich kann mich nicht darauf verlassen, dass diese 250 Hertz in die reale Trennfrequenz sind, der minus 6 dB Punkt. Und den ermitteln wir jetzt. Dafür mache ich erstmal nur die Mittelhochtoneinheit an und mache eine Messung. So, haben wir F11. Jetzt mache ich nur die Tiefmitteltöne an, die 20er vorne im Fußraum, und mache auch eine Messung. So, jetzt habe ich hier wieder meine beiden Einzelfrequenzgänge und sehe genau, hier knapp unter 300 Hertz ist der Schnittpunkt der beiden Lautsprecher, der minus 6 dB Punkt. Den markiere ich mir mit meinem P1. Der liegt jetzt bei 296 Hertz, also 290, 300 Hertz, nicht übertreiben. Jetzt mache ich alle Lautsprecher wieder an, weil mich interessiert ja am Ende das Zusammenspiel dieser Lautsprecher. Gehe in meine automatische Phasenmessung, sage, ich möchte Kanal 1 und 2 angepasst haben an 5 und 6, an den Rest. Das heißt, ich wähle hier nur, welchen Kanal ich schieben möchte. Warum 1 und 2 und nicht 5 und 6? Ganz einfach, die Laufzeitmessung haben wir ohne Tiefpassfilter gemacht. Dieser Tiefpassfilter ist aber später bei Kanal 5 und 6 dazugekommen. Das heißt, der Kanal 5 und 6 ist sowieso in der Zeit mal wieder ein bisschen weiter verzögert als Ableitung von der Frequenz durch den Tiefpassfilter, der ja auch eine Phasenverschiebung verursacht. Wenn ich jetzt meine Phasenkorrektur auf Kanal 1 und 2 auf den Mittelhochton setze, schiebe ich den entsprechend. Ich kann die Phasenkorrektur auch auf 5 und 6 machen lassen.
aber er kann die halt nicht zurückdrehen in der Zeit. Das heißt, wir hätten dann in der Gesamtsumme eine Überschneidung von ziemlich genau einer Welle. In der Praxis nicht hörbar, behaupte ich. Trotzdem der technisch korrekte Weg ist es, den Lautsprecher, der voreilt, mit der Korrektur nach hinten zu schieben. So, das war es schon an Einstellungen, die ich mache. Also 2 Einzelmessungen, Trennfrequenz ermitteln. Genau diese 296 Hertz stehen jetzt hier oben im Automatic Phase Adjust drin. Jetzt kann ich noch wählen, in welche Auflösung das Ganze passieren soll und drücke auf Adjust Phase, dann geht's los. Dieser ganze Vorgang dauert etwa 1 Minute 30, besteht aus ziemlich vielen Einzelmessungen. Hier im Video beschleunige ich das mal um den Faktor 3, damit es nicht so langweilig ist zum Zugucken. So, das war's. Er hat mir jetzt eingestellt, Final Phase Shift 120 Grad. Diese Messung in der Normalposition Fine ist auf plus minus 15 Grad genau. Wenn ihr etwas mehr Zeit habt, könnt ihr das auch in der Precision Version machen. Dann ist es auf plus minus 5 Grad genau. Er fordert ein bisschen ruhige Umgebung, das heißt die Messvoraussetzungen während dieser 1,5-2 Minuten sollten sich nicht ändern. Ich sage mal, in aller Regel Fein reicht vollkommen aus. Wie gesagt, er hatte uns jetzt hier mit 120 Grad auf plus minus 15 Grad die Phase zwischen Mittelhochton und 20er Tieftöner eingestellt. Das war Teil 1. Das gleiche Spiel. Ich habe jetzt hier meinen finalen Frequenzgang Frontsystem komplett. Jetzt kommt der Subwoofer dazu, der hat ja auch noch ein Phasenproblem, vorhin festgestellt. Den Einzelfrequenzgang habe ich. Ich mache mein Frontsystem aus, messe den Subwoofer einzeln. So, gleiches Spiel. Ich habe meinen Schnittpunkt, wo beide Frequenzgänge sich treffen, bei etwa minus 6, minus 7 dB. Auch den markiere ich mir wieder mit meinem P1. Liegt bei 60 Hertz, real gemessen, die Trennfrequenz. Wieder alle Lautsprecher anmachen, weil mich interessiert ja im Prinzip am Ende das komplette Zusammenspiel. Ich gehe wieder in meinen Phase Kalkulator, 59 Hertz. Ich kann das hier auch noch editieren, wenn ich vergessen habe, den P1 zu setzen oder ähnliches. Dann trage ich die Trennfrequenz hier manuell ein. Meine Einstellung ist wieder fein. Da mein Frontsystem mit den 20er Tieftönern schon sehr stimmig ineinander spielt, möchte ich daran gar nichts mehr ändern. Ich möchte jetzt den Subwoofer in der Phase angleichen. Der liegt bei mir auf Kanal 7 und 8. Also wähle ich die an und dann geht es gleich schon wieder los, wenn ich auf Adjust Phase drücke. Ja, auch das war kurz beschleunigt. Die Messung ist fertig. Er hat mir einen Final Phase Shift von 40 Grad eingestellt. So, wenn wir jetzt vergleichen,
ich habe im Bereich 300 Hertz zwischen Mittel- und Hochton, da war der Phasenversatz gar nicht mal so groß. Ich habe einen leichten Pegelgewinn bei meiner Trennfrequenz. Das ist je nach eingestellten Filtern, Crossover und Equalizer ist diese Differenz vorher, nachher mehr oder weniger. Auf jeden Fall, das scheint es von vornherein schon relativ gut getroffen zu haben. Im Bassbereich sehe ich doch ganz deutlich von vorher, wo eine mächtige Senke war, eine Auslöschung zwischen Tieftöner und den 20ern im Fußraum. Da sehe ich jetzt hier im Nachgang, nach der Phasenmessung, doch einen sehr linearen Frequenzgang, der dem entspricht, was wir uns vorher erwartet haben. So, was hat das System jetzt im Endeffekt gemacht und eingestellt? Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt. Gestern habe ich gesagt, man kann meinen Band 10 in den Ausgangsfiltern lasse ich frei. Das brauche ich für die Phasenanpassung. Nach der Messung habe ich jetzt hier zweimal die Phase gedreht. Das wurde vom System bestimmt. Also eine verpolter Lautsprecher trifft es besser als ein nicht verpolter Lautsprecher. Und ich habe jetzt hier im 10. Band der Ausgangsfilter, sowohl bei Kanal 1, 2, den hat er ja angepasst, an 5 und 6, und ich habe auf 7 und 8, auch der ist gedreht in der Phase, der Subwoofer, auf 7 und 8 hat mir das System die Allpassfilter berechnet, die nötig sind, um den Phasenfehler zu korrigieren zwischen den Lautsprechern. So, Ergebnis von dem Ganzen ist ein Frequenzgang, der sich an jeder Position, wo sich die Lautsprecher an jeder Position im Frequenzgang hundertprozentig addieren. Ich habe jetzt hier insgesamt die 5 Lautsprecher, mein 2-Wege-Frontsystem, 3-Wege Teilaktiv-Frontsystem plus den Subwoofer zeitrichtig angepasst, plus minus wenige dB an die Referenzkurve und in der Phase angepasst. So, was mir jetzt noch fehlt, ist eine Interferenzmessung über das komplette System, über alle Lautsprecher, die spielen. Das mache ich noch mal eben. Das sind wieder die 3 Messungen zur Interferenz. So, und jetzt genau an diesem Punkt sehe ich, ich habe keinerlei Auslöschungen mehr zwischen den Lautsprechern. Hier bei 300 Hertz, wo der mir die Phase angeglichen hat, ist eine perfekte Addition. In dem Moment, wo da die Phase nicht stimmt oder sogar verdreht ist, habe ich da eine kräftige, selbstproduzierte Interferenz. Ich sehe, wo mein Subwoofer nicht mehr kann, wo ein Equalizing nicht mehr möglich ist, und an diesem Punkt sind wir so weit, dass wir sagen können, ein automatisches Equalizing, also ein Anpassen dieser Kurve jetzt perfekt an die Referenz, ist möglich und macht Sinn. Das kann ich jetzt hier einmal noch mal ganz kurz demonstrieren. Die Funktion ist allerdings bislang nur rudimentär drin. Wie gesagt, also da brauche ich noch mal 2, 3, 4 Tage. Deswegen ist das auch vorerst das letzte Tutorial. Da fehlen noch ein paar Algorithmen im Hintergrund. So, ich hole mir wieder genau diesen gemessenen Frequenzgang. Da ist mein Frequency Chart. Hole ich mir auf den Top. Hier sind jetzt mit dargestellt die Einstellungen der Filter 1 und 2. Will ich nicht. Und Eingangs-Equalizer will ich auch nicht. Was mich interessiert, ist nur die Summe. So, jetzt habe ich hier im Frequenzgang-Chart habe ich exakt die Messung übernommen.
Ich hole mir meine Referenzkurve dazu. Auch da, ich brauche noch ein paar Tage, um den Editor für die Referenzkurve zu programmieren. Und wenn ich an dieser Stelle bin, schiebe ich hier mal wieder ein bisschen rum. Wenn ich das so weit vorbereitet habe, dann kann ich in meinen Hauptequalizer gehen und kann hier sagen Auto Adjust. Und ich sehe mit dem ersten Klick, das ist schon näher dran an dem, was wir uns vorgestellt haben. Jetzt kann ich den Vorgang nochmal wiederholen. Auch das läuft später in einer Schleife. Jetzt mache ich eine Kontrollmessung. Schon wieder näher an dem, wo wir hin wollten. Ich sehe, die gemessenen Fehler sind immer noch im Equalizer drin, also gehe ich zurück in den Equalizer, mache nochmal einen Adjust und mache nochmal einen. Wie gesagt, da fehlen noch ein paar Algorithmen im Hintergrund, dass es in einer Schleife und in einer einstellbaren Sensitivität ist. So, und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich letzte Kontrollmessung sehr, sehr gut mit dem Ergebnis leben kann. Nach dem Abspann mache ich nochmal eine kurze automatische Phasenmessung. Dann simuliere ich einfach mal anhand meiner eingestellten ich simuliere anhand meiner eingestellten Trennfrequenzen einen gröberen Phasenfehler zwischen 20er und Mittelhochton, damit ihr da nochmal seht, wie viel das ausmachen kann, je nach Weicheneinstellung. Ja, wie gesagt, ansonsten Auto-EQ funktioniert noch rudimentär, da ist noch eine ganze Menge im Hintergrund zu programmieren. Ein Editor für eure eigene Referenzkurve ist in Arbeit, wird auch in der finalen Version drin sein. Und sobald der Auto-Equalizer auf allen Filtern, also Eingangs-EQ, Haupt-EQ und Ausgangsfilter funktioniert, gebt mir ein paar Tage Zeit, ich melde mich hier wieder und dann geht es da nochmal an eine Demonstration. Bis dahin, spielt mit rum, gebt uns euer Feedback in die Kommentare, wenn es irgendwo hakt. Wir helfen natürlich gerne. Nicht vergessen, das hier ist eine Prä-Beta-Version. Da ist noch ein bisschen Arbeit im Hintergrund zu machen. Wie gesagt, nach dem Abspann nochmal eine Phasenmessung. Ansonsten sage ich Tschüss, bis demnächst. So, wie versprochen, hier noch einmal ein größerer Phasenfehler simuliert. Was habe ich gemacht? Ich habe die Trennfrequenzen verändert in der Flankensteilheit. Ist bei 250 Hertz geblieben, von 18 auf 12. Hat eine andere Phasenverschiebung zur Folge. Und damit habe ich jetzt mal simuliert einen größeren Phasenfehler zwischen 20er Tieftöner und Mittelhochton. Einmal demonstriert, wie der Frequenzgang jetzt aussieht. So, hier ist also eine ganz deutliche Senke jetzt, obwohl alle Lautsprecher spielen. An den Einzelfrequenzgängen hat sich aber gar nichts geändert. So, das war 1, 2, 5, 6. Alle Lautsprecher an, Trennfrequenz markieren mit P1, Phase Calculation, ich möchte korrigieren 1 und 2, möchte das wieder fein machen und ich beschleunige den ganzen Prozess wieder ein bisschen.
So, und hier sind wir jetzt von unserer ursprünglich fetten Senke durch den Phasenfehler, sind wir zu einer ordentlichen Addition gekommen, plus 6 dB. Wir haben also alleine durch die Phase haben wir im Bereich von 200 bis 400 Hertz gut 6 dB gewonnen. Wir brauchen da nicht unendlich Leistung reinblasen, damit der Frequenzgang stimmt. Wir haben einfach nur die Phase angeglichen und haben einen deutlichen Pegelgewinn bei der Übergangsfrequenz nur durch die richtige Phase. Wenn ich den Subwoofer dazu nehme, beim Subwoofer habe ich zwei Effekte, wenn die Phase passt. Das eine ist, er spielt vorne mit auf dem Punkt, er integriert sich in das Gesamtmusikgeschehen und ist nicht im Kofferraum zu hören. Und ich habe gerade im Übergangsbereich vom Subwoofer zum Tief-Mittelton, also da wo der Kick, der Punch kommt, habe ich deutlich mehr Pegel, alleine durch die richtige Phase, nicht durch mehr Leistung. Okay, jetzt aber. Bis demnächst. Ciao.